Als der Krieger schlief, wand sich eine Schlange um sein Gesicht. Statt einer Bedrohung sah seine Frau ein Omen, eine furchterregende Macht, die ihren Mann entweder zu Ruhm oder zum Untergang führen würde. Derzeit war er jedoch nur ein Sklave. Einer von Millionen, die aus dem von Rom eroberten Gebieten geholt wurden, damit sie in den Minen arbeiteten, die Felder bestellten oder zur Unterhaltung der Menge kämpften. Der thrakische Nomade aus dem heutigen Bulgarien hatte in der römischen Armee gedient, war aber wegen Desertion eingekerkert worden. Sein Name war Spartacus. Spartacus war von Batiatus, einem Gladiatorentrainer, nach Capua gebracht worden. Und das Leben im Ludus, der Gladiatorenschule, war unerbittlich. Neue Rekruten wurden gezwungen, einen Eid zu schwören, dass sie verbrannt, gefesselt, geschlagen und mit dem Schwert getötet werden und dem Willen ihres Herrn bedingungslos gehorchen mussten. Aber selbst harte Disziplin konnte Spartacus' Geist nicht brechen. Im Jahr 73 vor Christus führte Spartacus 73 andere Sklaven an, die Messer und Spieße aus der Küche stahlen, sich den Weg nach draußen erkämpften und dabei einen Wagen mit Gladiatorenausrüstung eroberten. Sie hatten genug davon, für andere zu kämpfen. Jetzt kämpften sie für ihre Freiheit. Als die Nachricht Rom erreichte, war der Senat zu sehr mit den Kriegen in Spanien und im Pontischen Reich beschäftigt, als dass er sich um einige widerspenstige Sklaven kümmern konnte. Unbeeindruckt davon zog Prätor Claudius Glaber mit einer 3000 Mann starken Armee zum Zufluchtsort der Rebellen am Vesuv und versperrte ihnen den einzigen Zugang zum Berg. Nun musste er nur abwarten und sie aushungern, so dachte er zumindest. Mitten in der Nacht ließen sich die Rebellen an Seilen aus Lianen den Abhang hinunter und flankierten Glabers unbewachtes Lager. So begann die Legende des trotzigen Gladiators von Rom. Als sich die Nachricht von der Rebellion verbreitete, schlossen sich ihm entlaufene Sklaven, desertierte Soldaten und hungrige Bauern an. Viele von ihnen hatten keine Kampferfahrung, aber Spartacus' kluge Taktik machte aus ihnen eine effektive Kampftruppe. Eine zweite römische Expedition unter der Führung des Prätors Varinius geriet in einen Hinterhalt, während der Offizier badete. Um den verbleibenden römischen Truppen zu entkommen, benutzten die Rebellen die Leichen ihrer Feinde als Lockvögel und stahlen sogar Varinius' Pferd, um leichter fliehen zu können. Dank seiner inspirierenden Siege und der gerechten Verteilung der Beute gewann Spartacus weiterhin Anhänger und erlangte die Kontrolle über Dörfer, in denen neue Waffen geschmiedet werden konnten. Die Römer erkannten bald, dass sie es nicht länger mit einem zusammengewürfelten Haufen Flüchtlinge zu tun hatten. Im Frühjahr 72 vor Christus schlug der Senat mit der vollen Stärke von 2 Legionen zurück. Die Rebellen zogen siegreich von dannen, doch die Schlacht forderte viele Opfer, darunter auch Spartacus' Leutnant Crixus. Zu seinen Ehren hielt Spartacus Leichenspiele ab und zwang seine römischen Gefangenen, die Rolle zu spielen, die seine Mitrebellen einst ertragen hatten. Ende 72 vor Christus war Spartacus' Armee eine gewaltige Streitmacht von etwa 120.000 Mann. Doch diese Zahl erwies sich als schwer zu bewältigen. Da der Weg zu den Alpen frei war, wollte Spartacus über die Grenzen Roms hinausmarschieren, wo seine Anhänger frei sein würden. Doch sein riesiges Heer war dreist geworden. Viele wollten weiter plündern, während andere davon träumten, auf Rom selbst zu marschieren. Schließlich wandte sich die Rebellenarmee nach Süden und verzichtete damit auf ihre letzte Chance auf Freiheit. Inzwischen hatte Marcus Licinius Crassus die Kontrolle über den Krieg übernommen. Als reichster Bürger Roms verfolgte er Spartacus mit 8 neuen Legionen und umzingelte die Rebellen schließlich an der Spitze Italiens. Nach gescheiterten Versuchen, Flöße zu bauen und einem Verrat durch einheimische Piraten, unternahmen die Rebellen einen verzweifelten Versuch, Crassus' Linien zu durchbrechen, doch es war vergeblich. Römische Verstärkung kehrte aus den polnischen Kriegen zurück und die Reihen und der Kampfgeist der Aufständischen brachen zusammen. Im Jahr 71 vor Christus leisteten sie ihren letzten Widerstand. Spartacus gelang es fast, Crassus zu erreichen, bevor er von Zenturionen niedergestreckt wurde. Seine Armee wurde vernichtet und 6000 Gefangene wurden entlang der Via Appia gekreuzigt. Eine eindringliche Demonstration der römischen Autorität. Crassus gewann den Krieg, doch nicht sein Vermächtnis blieb über die Jahrhunderte erhalten. Tausende Jahre später ist der Name des Sklaven, der das mächtigste Reich der Welt erzittern ließ, zum Synonym für Freiheit geworden und für den Mut dafür zu kämpfen. TED-Ed hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst vielen Menschen kostenlos hochwertige Bildungsinhalte in möglichst vielen Sprachen zur Verfügung zu stellen.
Hilf mit, unsere gemeinnützige Mission zu unterstützen, indem du auf unserem Patreon spendest und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.